Hallo Camper-Freunde, willkommen zu Folge 2 der Fahrrad-Wohnwagen-Selbstbauserie. Heute geht's um das Schneiden der Styrodur-Platten für den Bike-Camper. Danach zeige ich euch noch den Stand der Dinge zu Fahrwerk, Bodenwandkonstruktion und Haltbarkeit der Probeklebungen. Viel Spaß! Der Bike-Camper soll vor allem aus optischen, aber auch laminiertechnisch praktischen Gründen an allen Außenkanten eine mit 45 Grad abgeflachte breite Kante bekommen. Die alte selbstgebauten Abrichte wird temporär zu einer Schneidelehre für die Styrodurplatten umfunktioniert. Die Feder der Druckrolle ist für die Styrodurplatten zu stark. Der Spanngurt tut, was er soll und drückt die Rolle nicht zu fest nieder. Ein einfacher Heißdrahtschneider für 15 € ist für den Anfang ganz okay. Für wenig Geld bekommt man 3 verschiedene Einsätze und auch einen Ersatzdraht. Die Hemmschwelle zum Experimentieren und nicht GS-geprüftem Umbau sinkt natürlich etwas durch den niedrigen Preis. Zwischen den Anschlüssen ist genug Platz zum Bohren. Um das Netzteil des Styrodur-Schneiders nicht hochzujagen, teste ich doch lieber noch auf Kurzschluss durch die Schraube. Jetzt werden Winkelleisten für die Innenneckenverstärkung und die Kanten der 30 mm Platten auf 45 Grad geschnitten. Oh, der erste Versuch ist noch ziemlich holprig, je länger man schneidet, umso mehr Gefühl bekommt man aber für den gleichmäßigen Vorschub. Nach 10 Minuten Übung bin ich schon ganz zufrieden mit der Genauigkeit. Hier der geplante prinzipielle Aufbau von Boden- und Wandflächen des Bike-Campers. Die Eckverstärkungswinkelleisten werden später in die Innenkanten mit Epoxidharz eingeklebt. Der Boden ist dreilagig geplant. Die unterste Lage aus 30 mm Platten soll innen in die U-Profile geklebt werden.
Die verzinkten 1,5 mm U-Profile und die erste Styrodur-Lage werden dann in die seitlich überstehenden Platten der zweiten und dritten Lage von unten mit einlaminiert. Fahrwerk und Deichsel sind jetzt auch in Arbeit. Durch eure Kommentare und Anregungen zu dem ersten Bikecamper-Video sind mir noch zwei Ideen gekommen. Es geht um eine noch flexiblere Lagerung der Deichsel am Rahmen als bei dem ersten Multilasten-Zweiachser und um die mittige Kupplungsbefestigung am Zugfahrrad. Details dazu und zu den einzelnen Arbeitsschritten findet ihr in den nächsten Videos. Die Testklebungen und auch die kleinen Laminierproben mit EPO sind unkaputtbar. Die ersten Proben mit Styrodur-Spezialkleber oder Silikon haben mich nicht so überzeugt. Epoxidharz hat sich definitiv als am haltbarsten erwiesen. Auch laminierte Wellpappe wäre eine Möglichkeit. Das habe ich dann aber zugunsten von Styrodur verworfen. Die Pappe saugt sowohl beim Kleben als auch beim Laminieren ganz schön viel Harz auf. Das Gewicht liegt am Ende über dem von laminiertem Styrodur. Die Pappwände wären schwerer und dünner und kälter. Sie hätten meiner Meinung nach auch keine so guten mechanischen Eigenschaften und ob selbsttragend ohne Stützrahmen mit laminierter Pappe auf Dauer funktioniert, wage ich zu bezweifeln. Wobei es natürlich schon sehr verlockend wäre, Pappe als Material für Bikecamper mal ausgiebig zu testen. Es gab vor Jahren so ein Pappfahrradprojekt von einem Designer, der das in Serie preiswert herstellen wollte. Ich habe aber davon bis auf ein paar alte Bilder nie wieder was gesehen oder gehört. Weiß jemand was Neues dazu? Dann schreibt es doch bitte unten in die Kommentare. So, das war's erstmal. Bis zur nächsten Folge. Fahrradwohnwagen selbst bauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe mich riesig über eure vielen Abos und Anregungen in den Kommentaren gefreut. Danke und bis zum nächsten Mal.